Mein Name ist Ronald Sträter, ich bin Oberarzt an der Universitätskinderklinik in Münster in Westfalen und habe dort eine Spezialsprechstunde für Schlaganfälle im Kindes- und Jugendalter. Einer der Schwerpunkte dieser Sprechstunde ist die Frage, inwieweit Gerinnungsprobleme auch zum Risiko für Schlaganfälle bei Kindern und Jugendlichen mit beitragen. Also Faktoren im Blut, die das Blut zu dickflüssig machen und damit eine Thrombose begünstigen, eine sogenannte Thrombophilie. Für diese Thrombophilie gibt es verschiedene Labortests, verschiedene Untersuchungen, die man machen kann. Eine sehr bekannte Thrombophilie ist zum Beispiel die Faktor-V-Mutation oder die Prothrombin-Mutation. Es gibt aber auch andere Gerinnungsprobleme wie ein Protein-S- oder Protein-C-Mangel oder ein Antithrombinmangel oder auch eine Lipoprotein-a-Erhöhung, die eben auch dazu führt, dass sich schneller Gerinnsel bilden. Es gibt auch erworbene Probleme in der Gerinnung, die zu schnellerer Gerinnselbildung führen, und da sind sehr bekannt die Antiphospholipid-Antikörper. Bei Kindern spielen diese Thrombophilie-Risikofaktoren eine Rolle für die Entstehung eines Schlaganfalls. Wir nehmen bei Kindern ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen an. Also es gibt bestimmte Erkrankungen, die die Kinder als Grunderkrankung haben, zum Beispiel eine Herzerkrankung oder eine Gefäßerkrankung. Und diese Herzerkrankung und Gefäßerkrankung sind schon Risikofaktoren für die Entstehung eines Schlaganfalls. Und zusätzlich kommen diese Thrombose-Risikofaktoren dazu, die dann dazu führen, dass eben das Risiko für einen Schlaganfall nochmal erhöht wird. Deswegen sprechen wir bei den Thrombose-Risikofaktoren ungern von Ursache für den Schlaganfall, sondern es ist eher ein Risikofaktor, eine Risikoerhöhung für den Schlaganfall als thromboembolisches Ereignis. Und diese Faktoren spielen dann zusammen und begünstigen dann eben die Entstehung eines Schlaganfalls. Die Thrombose-Risikofaktoren spielen bei Neugeborenen und auch bei älteren Kindern offenbar eine Rolle für die Entstehung eines Schlaganfalls. Und bei älteren Kindern haben auch einige Thrombose-Risikofaktoren eine Bedeutung für das Rezidivrisiko für einen erneuten Schlaganfall, wie zum Beispiel die Lipoprotein-a-Erhöhung oder auch Kombinationen von Thrombose-Risikofaktoren erhöhen das Wiederholungsrisiko für einen erneuten Schlaganfall. Deswegen hat es dann auch eine Bedeutung für diese Kinder, um das Risiko fürs weitere Leben abzuschätzen. Insgesamt bleibt unklar, wie weit man dann Kinder, die ein Thromboserisiko haben, zum Beispiel im weiteren Leben behandeln muss. Also wie weit sie zum Beispiel Aspirin bekommen müssen. Müssen sie trotzdem ein Leben lang Aspirin nehmen, wenn sie einmalig einen Schlaganfall haben? Oder können wir, was wir bei Kindern immer wieder überlegen, nach einigen Jahren aufhören mit der Aspirin-Medikation, um sie vor weiteren Schlaganfällen zu schützen? Das sind noch Fragen, die wir zum heutigen Zeitpunkt nicht beantworten können.